lernen wir das Programm Notion näher kennen. Wir finden heraus, was Notion überhaupt ist, was man mit Notion alles machen kann. Und ich zeige dir natürlich auch, wie man das umsetzt. Dieses Video ist vor allem für Leute, die neu zu Notion sind. Es ist aber auch für Leute, die Notion schon circa kennen, aber nicht wirklich wissen, was man damit machen kann. Und es ist auch für Leute, die sich schon mit Notion auskennen und vielleicht nochmal so die Basics durchmachen wollen. Ich will auch nicht noch viel mehr drum herum reden, also beginnen wir gleich mit dem Video und schauen wir, was man alles mit Notion erreichen kann. Bis gleich! Notion ist meiner Meinung nach ein Alleskönner. Man kann es sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den geschäftlichen Gebrauch benutzen. Und als Unternehmer kann man zum Beispiel sein Team organisieren und verschiedene Wikis aufstellen. Man kann Projekte und Aufgaben vorplanen und auch den verschiedenen Personen zuordnen. Wovon man aber vor allem als Privatnutzer profitiert, ist die Notizenfunktion und die Datenbanken, die einem so viel Spielraum geben. Notion kann in verschiedenen Bereichen genutzt werden. Bekannte Bereiche sind aber Produkt, Ingenieurwesen, Human Resources, Design, Verkauf und Marketing. So, das war es jetzt auch mit der Übersicht. Starten wir ins Tutorial. Hallo, willkommen zum Tutorial. Mein Notion kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich werde jetzt einfach eine Page hinzufügen. So, das ist jetzt eine ganz leere Page. Man sieht, hier gibt es ein paar Voreinstellungen, die man wählen kann. Man kann leer beginnen, man kann mit einem Template beginnen, man kann irgendwas importieren. Man kann aber auch mit einer Datenbank beginnen. Wir werden jetzt einfach leer beginnen. Ich tippe jetzt einfach mal hier Dashboard ein. Leer. Und jeder Inhalt, den man in Notion hinzufügt, wird ein Block genannt und man kann eben einen Block hinzufügen, indem man auf das Slash drückt und dann hier eins von den Sachen wählt, von den Blocks. Also es gibt wirklich viel Auswahl. Man kann so viele Datenbanken wählen. Es gibt auch viele Sachen, die man importieren kann. Videos, Fotos, man kann auch von anderen Apps importieren. Was wir jetzt machen, wir werden jetzt auf Privat. Und was man auch machen kann, ist, man kann auf dieses 6-Punkte-Icon drücken und auswählen, was mit diesem Block passiert. Man kann es löschen, duplizieren, eben in etwas anderes verwandeln oder die Farbe bestimmen. Wir werden es jetzt in eine Page verwandeln. Eine Page ist dann einfach eine Seite. Wir werden draufdrücken und es öffnet sich sozusagen diese neue Seite. So, wir werden mit dem Slash schreiben wir Heading. Wählen das erste und tippen To-Do-Liste ein. Ich möchte, dass es braun wird, also werde ich einfach hier unten bei der Farbe braun wählen. Das sind die Hintergrundfarben, das sind die Schriftfarben. Braun, genau. Und dann mit dem Slash wähle ich einfach entweder hier To-Do, weil es gleich hier oben ist, oder ich tippe es wieder ein. Und so haben wir eigentlich schon unsere erste To-Do-Liste gemacht. So, was ich jetzt machen möchte, ich werde einfach wieder dasselbe machen. Ich nenne es Planner, will es orange haben. Und was ich jetzt auswähle von den Blocks ist die Toggle List. Die gefällt mir sehr, weil ich dann sozusagen hier einen Inhalt einfügen kann. So, und hier wähle ich jetzt einfach mal ein paar Aufgaben und schreibe einfach mal so die Zeit dazu. So, und dann, wenn ich hier drauf drücke, kann ich es einfach gleich wieder schließen. Was ich auch manchmal gerne mache, ich füge auch gerne Fotos hinzu. Ich suche hier mal das Image. Genau. Und hier seht ihr, wie bei den meisten Sachen, die man uploaden kann, entweder man sucht das vom Laptop aus, man kann einen Link einfügen oder man sucht etwas von dieser Plattform, wo es eben diese Stockbilder gibt. Ich tippe da einfach mal Kaffee ein. Notion ist auf Englisch, deswegen müssen die Suchbegriffe auch auf Englisch sein. Ich wähle einfach mal das. Genau.
Und irgendwie gefällt mir das Layout nicht. Das Gute an Notion ist, man kann die Drag-and-Drop-Funktion benutzen. Das heißt, ich wähle einfach das da, also ich ziehe da einfach drüber. Ich nehme das Ganze hier und ziehe das hier hin, bis man diesen Strich sieht. Und das gebe ich dann hier drauf. Und dann gibt es sozusagen schon hier 2 Spalten. Hier in der Mitte kann ich dann auch wählen, welche Spalte eben mehr Platz hat. Lass es circa mal so. Und das Bild möchte ich jetzt hier an die linke Seite geben. So, und das Ganze sieht jetzt mal so aus. Ganz zufrieden bin ich jetzt noch nicht, weil hier am Rand der Abstand so groß ist und dagegen kann ich natürlich auch was machen. Hier oben gibt es 3 Punkte. Hier kann ich mal den Schriftstil nehmen. Ich entscheide mich meistens für Serif. Es gibt auch Mono. Hier lasse ich es mal auf Serif. Ich kann wählen, ob der Text klein ist oder ob ich eben die volle Breite will, wie es in diesem Fall so ist. Irgendwie ist es immer noch sehr leer. Ich glaube, es fehlt einfach ein Icon. So, Notion wählt jetzt einfach irgendein zufälliges Icon aus. Wenn ich hier wieder drauf drücke, kann ich irgendein Emoji wählen. Ich kann ein Foto hinzufügen oder einfach einen Link. Ich habe vorhin einen Link kopiert, ich paste ihn einfach rein. Und das ist dann sozusagen mein Icon. So, ich werde auch ein Cover hinzufügen. Wie gesagt, also es wählt jetzt irgendein Random Cover aus. Ich gehe auf Change Cover und suche mir entweder irgendwas von der Galerie aus, wieder Upload, Link oder Unsplash. Ich gehe mal auf Unsplash und gebe einfach beige ein. Das gefällt mir. So, das Cover kann ich jetzt auch repositionieren und dann, genau, das war es jetzt eigentlich auch mit den Grundfunktionen. Was ich euch jetzt zeige, sind die Datenbanken. Ich füge gerne hier einen Divider hinzu, damit man das so ein bisschen trennen kann. Und was ich jetzt mache, ich gehe wieder auf mein Slash und suche den Kalender. Es gibt Kalender Inline oder Full Page. Der Unterschied ist eben, Inline wird dann auf dieser Seite bleiben und Full Page wird sich dann als neue Seite öffnen. Ich wähle jetzt mal das Inline aus. Kalender. Und was ich machen kann beim Kalender, ich kann auch auf irgendein Datum gehen. Ich gehe mal auf den 24. und hier einfach ein Ereignis einfügen. Katze füttern zum Beispiel. Hier habe ich 2 Leisten, die mir anzeigen, was hier ist. Ich werde einfach mal hier drauf drücken. Und hier kann man sehen, ich kann mir auch eine Erinnerung stellen, sagen wir am selben Tag. Hier kann ich die Zeitzone ändern. Zuerst muss ich aber natürlich eine Uhrzeit eingeben. So, ich ändere das mal auf 24 Stunden. Und hier sagen wir mal von 10 bis 10:15 Uhr. Dann haben wir schon ein Ereignis. Ich werde hier jetzt eine andere Ansicht hinzufügen. Hier gibt es eben die ganzen Ansichten. Das sind die ganzen Datenbanken. Ich werde jetzt das Table wählen. Wieso ich Table genommen habe, ich finde, man kann dadurch eben die Leisten besser erkennen und es ist auch ein bisschen übersichtlicher, wenn man mehrere Aufgaben hat. Hier kann ich dann auch bestimmen, was für eine Leiste kommt. Es ist jetzt Multi-Select ausgewählt. Belasse ich jetzt mal so. Ich werde es aber in Person umändern. Und hier unten kann man eben auswählen, ob es dann auch berechnet werden soll, eben wie viel hier steht. Und hier wird es eben dann auch berechnet, weil es eine Aufgabe ist. Bei Personen, ich tippe mal Peter ein, sagen wir, meine Katze ist Peter. Und das ist eben, das Multi-Select ist sehr günstig, wenn man zum Beispiel mehrere Leute hat. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal auf Netflix Party. Hier kann ich das dann genauso einstellen. Sagen wir, es ist heute von
19 Uhr bis 20 Uhr. Und sagen wir, es machen mehrere Leute mit. Laura, Sophie und Kevin. Und was ich machen kann, ist, ich kann hier auf die 3 Punkte drücken und wählen, ob ich den Namen ändere oder ob ich die Farbe zum Beispiel ändere oder ob ich die Person generell lösche. Und man kann sehen, hier kann man noch verschieden viele Tags hinzufügen. Was ich auch gerne mache, ist die Checkbox. Hier schreibe ich dann meistens so fertig rein. Und wenn ich eben fertig bin mit der Aufgabe, tue ich es einfach abchecken. Eine letzte Datenbank-View zeige ich euch noch. Und zwar ist es die Timeline-View. Die werde ich jetzt einfach so erstellen. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus. Was ich machen werde, ich werde das hier schließen. Und ich werde das hier, also die Ansicht ändern auf Stunden. Also das ist jetzt die Uhrzeit von jetzt. Wenn ich dann hier drücke, springt es eben dann auf mein nächstes Ereignis. Das wäre dann eben am 24. Und Entschuldigung, das wäre heute und das wäre dann am 24. Und ich finde, mit dieser Timeline-View kann man ideal die Zeit planen. Hier oben hätte ich dann meinen Planner, das heißt, hier habe ich dann so eine Frist und dann kann ich hier einfach eintragen, von wann bis wann ich die Aufgabe machen möchte. So, das war jetzt sehr umfangreich und mir persönlich gefällt es schon, wenn ich das so designe, aber manche Leute mögen das halt nicht. Denen empfehle ich jetzt hier die Templates. Es gibt so viele verschiedene Templates in verschiedenen Bereichen. Ich werde jetzt einfach mal diese Weekly Agenda aussuchen von Personal. Das ist jetzt so ein Wochenplaner. So wird es dann aussehen. Ich werde das Template wählen und ihr seht, hier wird es angezeigt. Ich möchte es aber in meinem Dashboard nehmen, deswegen ziehe ich es einfach dorthin. Und das ziehe ich dann eben in meinen privaten Bereich. Es wird dann immer unten sein. Gebe ich jetzt einfach hier hin. Genau, und hier oben gibt es noch die Funktion, das zu sharen, also mein Template zu teilen. Ich werde das jetzt einfach anmachen. Und hier kann man eben auch bestimmen, ob andere Leute sogar mein Template überarbeiten dürfen oder kommentieren dürfen. Ich lasse jetzt einfach mal nur das an und werde jetzt diesen Link kopieren und dann eben unten in die Infobox reingeben. Dieser Planner eignet sich auch ideal für mein letztes Video, falls ihr es gesehen habt, wie man produktiver wird. Es ist eine gute Basis dafür, die Sachen umzusetzen. So, das war es jetzt eigentlich auch mit dem Tutorial. Bis gleich. So, das war es jetzt eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen und dass du mir auch gut folgen konntest. Es gibt so viele Sachen, die man mit Notion machen kann und ich hoffe, du hast das Potenzial gesehen. Dieses Video behandelt jetzt nur die Grundlagen, aber es gibt so viele Sachen, die man noch dazu lernen kann und wenn du irgendwelche Vorschläge hast zu irgendwelchen Videos, die ich zu Notion machen könnte, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir auch gerne schreiben und das war es jetzt eigentlich auch mit dem Video. Danke, ciao!